wenn so die Wellen auf die Felsen aufschlagen und so das Wasser in jede Richtung spritzt. Ich finde das so faszinierend. Ich kann mir das stundenlang angucken. Das ist für mich so, wie wenn man so wie hypnotisiert ins Lagerfeuer klotzt. Das ist irgendwie cool. Und das Krasse daran ist, dass es irgendwie, das ist so eine Kraft, das ist irgendwie so gewalttätig, wenn diese Wellen auf die Felsen aufschlagen, aber trotzdem hat das irgendwie was Beruhigendes. Und ich glaube, das ist sowas, so ein Phänomen, das findet man auch nur am Meer. Kaffee und Meer, never gets old. Ich glaube, Lotta entspannt nicht so gerne einfach beim Blick aufs Meer. Oder Lotta? Das ist langweilig, ne? Lieber buddeln. Das ist so langweilig mit uns. Weiter geht's, immer am Meer entlang. Wir haben jetzt ein paar Tage zusammen mit Laura und André hier an der Küste verbracht und wir bleiben auch an der Küste und wir wandern gerade so ein bisschen auf alten Spuren. Wir waren nämlich letztes Jahr mit dem Sprinter schon mal hier und haben 2 Monate in Nordspanien verbracht. Und genau da sind wir jetzt wieder in Galicien, also ganz im Nordwesten von Spanien. Und als nächstes fahren wir zu einem Stellplatz, an dem wir letztes Jahr sehr lange waren und der uns sehr gut gefallen hat und zu dem wir unbedingt nochmal zurückkommen wollten. Das Wetter hier an der Küste ist sehr wechselhaft, wie es ja immer so ist. Und gerade ist es etwas verregnet, deswegen sind wir jetzt alle hier drin. Das Mittagessen. Das Abendessen. Hä? 18 Uhr. Ja, aber nur das erste Abendessen. Das erste Abendessen. Das erste. Was meinst du, wo sind wir an Weihnachten? In Marokko. Ja? Mhm. Ja, Baby. Ja, Baby. Marokko. Ah, das wird schön. Weihnachten am Strand. Letztes Jahr hatten wir sogar ein richtig kaltes Weihnachten, ein winterliches Weihnachten. Dieses Jahr trinken wir kaltes Bier zu Weihnachten. Ja. Am Meer zu sein fühlt sich für mich immer irgendwie total nach Freiheit an. Das habe ich jetzt immer wieder festgestellt. Seitdem wir unterwegs waren, haben wir, würde ich mal behaupten, die meiste Zeit unserer Reise an Stellplätzen am Meer verbracht. Natürlich waren wir auch immer im Inland unterwegs oder in den Bergen und das war auch immer richtig schön. Aber jedes Mal, wenn wir zum Meer zurückgekommen sind, dann hat sich das auf einmal so total frei angefühlt. Und ich denke mal, das liegt einfach daran, dass man halt so diese Weite hat vor sich und das Beruhigende von den Wellen und von dem Wasser. Und ich genieße das immer total und bin irgendwie richtig happy, dass wir sagen können, dass wir die letzten Jahre jetzt schon eigentlich immer am Meer gelebt haben. Was ja so der Traum ist von vielen Menschen, verständlicherweise. Und wir haben diesen Luxus, das einfach machen zu können. Ich denke mal, dass diese Faszination für das Meer eigentlich auch daher kommt, dass ich schon immer ans Meer gefahren bin im Urlaub, schon als Kind sind wir immer ans Meer gefahren und wahrscheinlich verbinde ich damit auch unbewusst einfach viel, so diese unbeschwerte Zeit, diese fröhliche Zeit, die man so als Kind hat, vor allem im Urlaub, und das erlebe ich wahrscheinlich auch so unbewusst immer wieder, wenn ich halt hier ans Meer komme, deswegen ist es immer total cool für mich und eine schöne Zeit, wenn wir so das Meer direkt vor der Tür haben. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Hey Surferboy! Hi. Wie war's? Cool. Ja? Du wolltest gar nicht mehr rauskommen. Zum Surfen habe ich sogar auf meinen morgendlichen Kaffee verzichtet. Wir haben jetzt schon kurz vor 1 und wir trinken jetzt das Kaffee. Crazy. Aber es hat mega Spaß gemacht und ich bin
überhaupt nicht gut im Surfen. Ich war noch nicht so oft surfen, aber habe trotzdem mega Spaß dran und habe auch mega Lust, das zu lernen. Und ich finde es halt auch wichtig zu kommunizieren und zu zeigen, dass wenn man Sachen lernt, dann sieht das halt nicht so geil aus, wie wenn man Sachen perfekt kann. Und oft sieht man ja immer nur, wenn Menschen irgendwas richtig gut können, sei es Surfen oder eine andere Sportart oder Kunst oder whatever, dann sieht man ja immer nur das, so die Spitze vom Eisberg von dem, was diese Menschen erreicht haben, nachdem sie jahrelang darauf hingearbeitet haben. Und dabei vergisst man immer wieder, dass das ja nicht über Nacht gekommen ist, sondern dass das so ein mega krasser Prozess ist. Und das ist beim Surfen genauso. Und es ist auch irgendwie schön, das selber jetzt wieder so zu merken, weil man sich auch oft darauf ausruht, auf Sachen, die man schon kann und selber vergisst, wo man herkommt. Und das ist jetzt so eine Erfahrung, wo ich wieder so von ganz unten anfange und mich hocharbeiten kann. Ich finde, es macht immer Spaß, neue Sachen zu lernen. An dieser Stelle möchte ich dem Sponsor des heutigen Videos danken. Das ist Jackery. Wenn ihr uns schon länger verfolgt, dann kennt ihr die Marke bestimmt schon. Und ihr wisst auch, dass wir seit gut 1,5 Jahren eine mobile Powerstation von Jackery mit an Bord haben. Wir haben zwar bei diesem Ausbau viel Wert auf ein ausführliches und ausreichend großes Elektro-Setup gelegt, aber erstens ist es immer gut, eine Reserve zu haben und zweitens kann es jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit, wo einfach nicht so viel Strom durch die Sonne reinkommt, nicht schaden. Jackery feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und aus diesem Grund gibt es ein großes Gewinnspiel auf der Plattform von Jackery. 10 Leute können einen Solargenerator 1000 plus ein elektrisches Heizgerät von Bosch gewinnen. Wir haben euch alle Infos dazu unten verlinkt. Ihr müsst bei Jackery selber vorbeischauen auf Instagram und auf Facebook. Und dann, mit ein bisschen Glück, habt ihr bald auch schon einen Jackery bei euch zu Hause. Eigentlich wollten wir ja gestern zu einem Platz fahren, an dem wir letztes Jahr schon mal waren. Und dann kamen wir da an und dann standen da schon 5, 6 andere Camper. Ne, ich glaube hier noch nicht rein. Und deswegen konnten wir da nicht bleiben und sind dann ein Stückchen weitergefahren auf einen Parkplatz an dem gleichen Strand. Egal, long story short, wir haben gerade gesehen, dass der Platz jetzt frei ist, da ist kein anderer mehr. Und weil der so schön war, fahren wir da jetzt doch nochmal ganz spontan schnell hin. Das sind nur 5 Minuten. Also, wir haben die anderen im Schlepptau da. Und jetzt machen wir eine kurze Umparkaktion am Abend. Ist das ein Offroad-Platz? Nee, Oskar schafft es ja auch. Naja, manche sagen ja auch, nur weil ein Kieselstein auf der Straße liegt, dass es ein Offroad-Parkplatz ist. Wollt ihr hier so hin? Weil da ist der Boden so ein bisschen aufgeweicht. Da gehen wir auf diese Plattform und ihr hier? Oder? Ja? Okay. Hui! Back, baby. Gut? Gut. Schön. Genau hier waren wir letztes Jahr. An einem ganz anderen Fahrzeug und auf einer ganz anderen Reise. Und mit einem ganz anderen Ziel. Und irgendwie waren wir auch noch ganz andere Menschen. Wir hatten auch noch keine Lotte dabei. Hallo! Luna, komm mal in deine Höhe. Hallo! Hallo! Luni freut sich, dass sie jetzt mal alleine da ist. Ja, jetzt kriegt sie die ganze Liebe. Sind das 2 Tofis? Das sind 2 Tofen. 2 Tofu. Tofi. Tofa. Hä? Das sieht zu wenig aus. Das ist voll viel. Na, das wird abgezählt. Ja, finde ich auch. Dann stoßen wir mal an mit unseren Tellern auf unser letztes gemeinsames Mal. Mit unseren Tofis. Mit unseren Toffis. Und den Tofen. Cheers! Toffee-Toast! Tschüss. Here we go, baby! Bei uns ist gerade der wichtigste Umschlag angekommen für unsere ganze Reise. Unser Carnet de Passage. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Dokument, was man braucht, um mit dem Auto, dem eigenen Fahrzeug, in viele afrikanische Länder einzureisen. Und hier ist es drin. Sauteuer, saukompliziert, aber wir haben es jetzt. Yay! Nice! Das war noch ein großes Ding, ein großer Schritt, den wir noch
erledigen mussten. Jetzt haben wir es. Das ist ja ein ganzes... Oha, was ist das für ein dickes Bündel? Ich dachte, das wäre so ein Schein. Carnet de passage en douane. Alter, das ist ja ein richtig fettes Dokument. Ja, es ist halt wie so ein Reisepass für das Auto. Ja. Um das hier zu bekommen, mussten wir richtig viel Geld beim ADAC hinterlegen. Das ist mehrere tausend Euro. Ja, ist jetzt quasi eine Kaution. Und die kriegen wir nur zurück, wenn wir dieses Dokument irgendwann wieder zurückgeben. Also, ja, nee, geil. Dann müssen wir jetzt nur noch einkaufen, Wäsche waschen und Kaffee besorgen. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt das erste Mal auf dieser Reise irgendwo angekommen sind. Und damit meine ich nicht einen bestimmten Ort, sondern ich glaube, dieser Meilenstein, wenn man das so nennen kann, den wir jetzt erreicht haben, ist, dass wir am Meer angekommen sind. Das klingt vielleicht ein bisschen cheesy, aber es hat ja doch länger gedauert und war deutlich komplizierter und schwieriger, hier überhaupt hinzukommen, als wir jemals gedacht hätten. Und ich habe das Gefühl, dass wir es hierher geschafft haben, dass es jetzt erst so richtig losgeht. Die ganze Reise liegt ja quasi noch vor uns. Und jetzt, in den nächsten Wochen, startet sie so richtig. Ich glaube, wir versuchen uns immer mal wieder vorzustellen und ein Bild im Kopf davon zu machen, was auf uns zukommen wird und was uns so erwartet. Aber das ist gar nicht so richtig möglich. Weil wahrscheinlich, egal was wir erwarten, wir immer wieder überrascht werden und wahrscheinlich alles ganz anders kommt, als wir uns das vorstellen können. Und deswegen planen wir auch nicht so richtig, sondern lassen es eher auf uns zukommen. Und ich bin mir sicher, dass das manchmal herausfordernd wird, aber ich glaube, dass wir das schaffen können. Und wenn ich daran denke, was sich jetzt in den nächsten 1-2 Jahren alles ändern wird, denn es wird sich konstant alles um uns herum ändern, weil wir durch so viele verschiedene Länder reisen werden, weil wir so viele verschiedene Kulturen und Gegebenheiten erfahren werden. Desto schöner finde ich diesen Gedanke, dass wir wahrscheinlich die komplette Zeit eine Konstante bei uns haben, die immer da ist. Und zwar der Atlantik. Genau der Atlantik, an dem wir jetzt sind. Hier in Westeuropa, in Nordspanien, nicht weit von zu Hause entfernt. Das hier ist das gleiche Meer, was wir dann unten in Südafrika auch wiedersehen werden. Und irgendwie finde ich das schön, dass wir da was haben, was uns begleiten wird. Ich meine, es werden auch andere Dinge sich nicht ändern. Wir haben den Bus, wir haben uns gegenseitig, wir haben Lotta, wir haben euch da draußen hoffentlich auch weiterhin, die uns begleitet und ja, irgendwie ja auch ein bisschen bei uns seid. Und wir haben halt auch noch dieses Meer, was uns immer wieder daran erinnern wird, wo wir denn eigentlich hergekommen sind und was wir denn vorhaben. Und ich hoffe, dass, wenn es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger wird, dass wir dann diese Freiheit, die wir ja hier empfinden, wenn wir am Meer sind, und dieses Gefühl von Geborgenheit, von Weitheit, was uns ja so glücklich macht, dass wir das auch dann wieder finden können. Und ich freue mich schon so, wenn wir uns aus Südafrika am Atlantik bei euch melden können. Und ich freue mich aber noch mehr auf alles, was zwischendrin kommt. Die hat irgendwann auf. Kleine Futterexplosion. Ups. Lotta ist sehr nicht picky, aber wenn die satt ist, hört die auf zu essen. Deswegen glaube ich, holt sie sich jetzt einfach ihre Abendsration und den Rest können wir dann aufsammeln. Super!
Oh, Gemein. Sitz. Oh, super. Ich muss weiterwerfen.